Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde vom PS-Speicher TV. Wir melden uns heute mit einer neuen Folge aus dem PS-Depot Motorrad. Hier erwarten euch 850 motorisierte Zweiräder aus 120 Jahren Motorradgeschichte auf 3 Etagen. Und wir haben uns heute ein ganz besonderes Motorrad herausgesucht. Eins der legendären Sechszylinder-Bikes der späten 70er Jahre, nämlich die Kawasaki Z1300. Nachdem die italienische Marke Benelli 1976 mit einem Sechszylinder-Bike die Motorradwelt überraschte, legte Honda mit einer ganz anspruchsvollen Sechszylindermaschine 1978 noch ein paar Kohlen drauf, um 1979 von Kawasaki abermals übertroffen zu werden. In den 70er Jahren entwickelte sich der Motorradmarkt halt nach dem Motto höher, schneller, weiter. Die Motorräder wurden immer stärker, immer komplexer und rein Sechszylinder galten als Gipfel der Motorenbaukunst. Kawasaki leistete teilweise Pionierarbeit. Sie verstanden dieses Motorrad als technologisches Flaggschiff und versuchten ein ganz souveränes Bike zu bauen, bei dem Laufkultur, Fahrkomfort und Fahrsicherheit höchste Priorität hatten. Kawasaki versah diesen quer eingebauten Sechszylindermotor nicht nur mit dem für die Marke typischen Doppelnockenwellenkopf, sondern baute auch hier erstmals ein Motorrad mit Flüssigkeitskühlung. Das hatte es vorher noch nicht gegeben. Die Flüssigkeitskühlung und die langhubige Auslegung des Motors sorgten dafür, dass er 35 mm schmaler wurde als der Motor von Konkurrent Honda. Andererseits sorgte die Flüssigkeitskühlung auch wieder für ein Problem mit der Größe. Um Baulänge zu sparen, entwickelte man einen extra flachen Lüftermotor, da um jeden halben Zentimeter gerungen wurde, um das Motorrad nicht noch länger werden zu lassen. Die damals aufsehenerregenden 1300 Kubikzentimeter Hubraum bescherten dem Motorrad sogar 120 PS Leistung. Für Deutschland musste die Maschine auf 100 PS gedrosselt werden. Dadurch waren die Fahrleistungen gar nicht so sehr im Oberhaus der Sportmaschinen, weil diese Kawasaki Z1300 auch zu den allerschwersten Motorrädern auf dem Markt gehörte. Es sind über 320 Kilo, die man vollgetankt hier bewegen muss. Das merkt man natürlich beim Rangieren, das merkt man beim Langsamfahren. Bei Geschwindigkeiten unterhalb von 60 neigt die Gabel etwas zum Einknicken. Dennoch ist es so, dass das Fahrverhalten der Maschine gerade auch für die Zeit in den späten 70ern, frühen 80ern wirklich fast vorbildlich zu nennen ist. Die ist gut ausbalanciert, die ist sehr, sehr fahrsicher. Kardanreaktionen gibt es keine. Die Bremsen gehören zu den besten, die es damals am Markt gab. Auch die Telegabel mit satten 41 mm Standrohrdurchmesser arbeitet erstklassig und hält das hohe Gewicht der Maschine gut aus. Und das ganze Motorrad ist halt keine Sportmaschine, das ist ein ganz bequemes Touren- und Reisemotorrad für 2 Personen mit viel Gepäck. Man fährt immer vollkommen souverän in großen Gängen mit wenig Drehzahlen, nervenschonend. Und das Motorrad hat eine ausgesprochen hohe Lebensdauer, einen ganz tollen Fahrkomfort und gehört wirklich zu den Meilensteinen im japanischen Motorradbau. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge mit der Kawasaki Z1300 gefallen. Wenn ihr dieses Motorrad besuchen wollt, dieses Motorrad, die anderen Sechszylinder-Motorräder von Honda und Benelli und viele andere tolle Maschinen der 70er und 80er Jahre, dann kommt ins PS-Depot Motorrad. Die älteren Motorräder haben wir natürlich auch, bis hin zu Fahrzeugen aus dem späten 19. Jahrhundert. Wir bieten hier einen ganz tollen Überblick durch die Technikgeschichte des Motorrads.